Servus, ich bin's, der Philipp vom Pomadenshop und heute zeige ich euch, wie man einen Rowflow oder einen lockeren Slickback frisiert. Wir haben es ja beim vorletzten Video, je nachdem wann das Video jetzt rauskommt, schon mal besprochen, aber dann nur in der Theorie. Da hatte ich ja schon gemachte Haare und habe nur über die Theorie geredet. Deswegen will ich euch heute zeigen, wie man das macht sozusagen, also ein How-To quasi. Und das gleiche eigentlich wie beim letzten Mal. Ihr braucht am besten einen Pre-Styler und dann noch Pomaden, Creams oder UVB-Pomaden fürs Finish. Das Ganze, ich mache das jetzt, wie gesagt, ich erkläre es jetzt nicht groß, das haben wir ja schon erklärt. Ich zeige es euch jetzt einfach nur. Und für festen Halt nehmt ihr am besten den Nubibus her. Ich nehme den jetzt her, weil ich da die Haare richtig schön modellieren kann. Und wie ihr seht, sieht ein bisschen blöd aus. Ich habe da so ein Ohrstäbchen quasi reingepackt. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr die nicht täglich nutzt, sondern alle 2-3 Tage, weil sich da schnell so ein Tropfen bildet und den kriegt man nicht mehr raus. Es sieht blöd aus, es hilft aber, einfach das Ganze so quasi vor dem Austrocknen zu schützen und dann kriegt ihr das auch easy raus. Wie in einem anderen Video schon erklärt, wichtig ist, die Haare vorher waschen, komplett auswaschen. Meine Haare sind jetzt auch leicht feucht. Leicht feucht reicht bei mir tatsächlich, weil meine Haare so viel Feuchtigkeit aufsaugen und halten, dass, wenn es ganz nass wäre, einfach das Föhnen noch länger dauert. Und dann nehme ich erstmal so 2 Pumpstöße, verteile das gut zwischen den Fingern. Also das ist eben so flüssig, da müsst ihr es nicht zwischen den Fingerspitzen verreiben, da könnt ihr es einfach an der gesamten Hand verteilen. Und dann gehe ich aber trotzdem von hinten, von der Seite komplett rein und schaue, dass ich das Ganze möglichst gut verteile. Lieber ein bisschen gründlicher als einmal zu wenig. Und bei mir reichen diese 2 Pumpstöße eigentlich schon aus, weil ich so feine Haare habe, dass dann 3 Pumpstöße einfach fast ein bisschen zu viel wird. Da werden dann die Haare zu fest, zu wachsig. Genau. Dann nächster Schritt, Föhn und Bürste. Ich benutze tatsächlich am liebsten diese Skelett-Halbrundbürsten. Ihr könnt aber genauso gut eine komplette Rundbürste nehmen. Ihr müsst euch da einfach ein bisschen durchprobieren, was bei euch am besten funktioniert oder mit was ihr am liebsten die Haare stylt. Aber grundsätzlich einfach ein Föhn und die Rundbürste. Und dann zeige ich euch jetzt, wie man das Ganze macht. Weil natürlich der Föhn läuft, werde ich jetzt nicht viel sagen, aber vielleicht seht ihr es einfach, wie man es eben macht. Also ich werde von hinten anfangen und das Ganze dann Stück für Stück nach vorne föhnen und bürsten. Grundsätzlich werde ich es jetzt nicht so gründlich machen, wie ich es machen würde, wenn ich jetzt daheim wäre und die Zeit hätte. Oder mir eben morgens die Haare mache, weil sonst das Video einfach ewig dauern würde. Aber ihr könnt damit rechnen, dass es eben, wenn ihr es gründlich macht und vor allem so haben wollt, dass es den ganzen Tag hält, ihr das gründlich machen müsst und dann gerne 15 Minuten auch tatsächlich föhnt. Ich versuche es jetzt ein bisschen schneller zu machen oder wir spulen das Video halt vor, mal schauen, wie wir es machen. Ja, und dann fange ich mal an.
Genau, das erste Föhnen habe ich jetzt durch. Was ich noch ganz gerne mache, ist das Ganze nochmal kalt zu föhnen, weil Haare formbar und weicher werden, wenn sie warm sind. Also quasi, weil es ja eigentlich auch eine Art von Horn ist. Und Horn lässt sich ja formen, wenn man es erwärmt. Und wenn es dann kalt wird, kann man es in der Form, in die man es gebogen hat, fixieren quasi. Deswegen föhne ich jetzt nochmal auf kalter Stufe leicht nochmal durch, um das quasi so ein bisschen zu fixieren, wie es gerade ist. Das ist zumindest was bei mir ganz gut funktioniert. So, genau. Dann nach dem Föhnen nehme ich gerne einen gröberen Kamm und gehe da nochmal durch und mit den Fingern da noch, und dann kann man das Ganze so formen, wie man will. Und alle, die jetzt sagen, ja, sieht doch total streng aus, ist ja gar kein lockerer Slickback. Ja, ich habe auch gerade Haare. Wenn ihr gerade Haare habt, könnt ihr so einen wirklich lockeren, welligen Slickback oder so ein lockeres, nach hinten gestylte Frisur, wie man es bei vielen Promis jetzt sieht, könnt ihr da vergessen. Also wenn ihr keine Wellen in den Haaren habt, könnt ihr keine Wellen wirklich erzeugen. Also dann müsstet ihr mit einem Lockenstab vielleicht rangehen, dann würdet ihr hinkriegen. Braucht aber auch Erfahrung, Zeit und ja, man muss sich damit beschäftigen, wie es funktioniert. Oder wenn ihr eben tatsächlich noch gelocktere oder welligere Haare haben wollt, ja, dann müsst ihr zum Friseur und euch eine Dauerwelle reinmachen lassen. Also einen lockereren, welligeren Look oder noch lockerer, als es jetzt ist, werdet ihr es nicht hinkriegen. Also das muss euch bewusst sein. Ihr könnt zwar einfach ein bisschen weniger Produkt nehmen, aber grundsätzlich ist das jetzt so das beste Ergebnis, was man mit meinen Haaren hinbekommt. Und ihr seht ja, es ist matt, es ist voluminös, es ist locker. Ihr könnt jederzeit nachstylen. Also es wird jetzt auch nicht mehr fester, sondern ihr könnt da einfach reingehen, Mütze aufsetzen und das Ganze halt wieder hinmodellieren. Und wie ihr seht, ist es halt relativ viel Volumen und das Ganze matt. Wenn ihr das jetzt noch glänzend haben wollt, wäre es jetzt eine Möglichkeit, zum Beispiel mit der Superlight drüber zu gehen. Das wäre eben für die Frisuren oder für die Haartypen, bei denen es eben locker sitzt, aber man den Glanz noch haben will. Wenn ihr sagt, das fliegt euch zu sehr, weil man wird es wahrscheinlich sehen, einfach durchs Föhnen und dadurch, dass der Pre-Styler auch Tonerd enthält, wird es halt relativ fluffig, aber dadurch auch kriegt man auch diese Flyaways, diese fliegenden Haare. Das könnt ihr zum Beispiel mit so einer Texturcreme wunderbar handeln, ohne dass jetzt das Ganze noch matter wird oder noch glänzender wird. Das ist halt dann eher ein neutrales Finish. Funktioniert auch mit der Brosh Fiber Pomade richtig gut. Oder wenn ihr jetzt sagt, so wirklich viel Glanz brauche ich jetzt nicht, aber ein bisschen mehr als die Texture Cream, wäre zum Beispiel auch die Aqua ganz gut. Und bei allen drei könnt ihr eben das Ganze auch wieder recht leicht auswaschen. Also auch selbst bei der ölbasierten, wenn ihr eine leichte ölbasierte nehmt und davon wirklich nur eine Fingerspitze, das würde ich euch jetzt gleich mal zeigen, also wirklich nur eine kleine Fingerspitze nehmt, habt ihr als Grundlage immer noch den Pre-Styler, der ja auch UWB Pre-Styler sozusagen ist, und ihr könnt das Ganze auswaschen. Das heißt, von da aus jetzt den als Grundlage sozusagen genommen, kann man das Ganze eben sagen, man hätte es gern noch matter. Dann könntet ihr auch tatsächlich eine matte Paste oder ein Clay verwenden. Da wäre ich aber sehr, sehr vorsichtig, weil schon hier eigentlich so viel Grip drin ist und das Ganze so matt und trocken ist, dass das eigentlich reicht. Also da wird sich eher anbieten, mit einem neutralen Finish zu arbeiten und einfach noch ein bisschen zu modellieren, weil alles, was noch mehr Tonerde reinbringt, wird halt wirklich dann staubfurztrocken. Also da werden die Haare richtig trocken, richtig widerspenstig. Wer den Look will, kann es natürlich versuchen, aber eben wir würden eher davon abraten, aber wer es ausprobieren will, kann es mal ausprobieren.
sonst grundsätzlich eher leicht oder neutral, also leicht glänzendes Finish oder neutrales Finish oder eben die Superlight mit ein bisschen Glanz. Und ihr werdet sehen, bei der Menge, die Tonerde darin saugt so viel auf, dass es gar nicht mal so stark glänzt. Also da müsstet ihr schon deutlich mehr nehmen. Und wer das jetzt will, also wer quasi ein Volumen haben will, ein wieder stylbares Ergebnis haben will, das ihr jederzeit nachstylen könnt, das Ganze aber hält, also man sieht es jetzt auch bei mir, die Haare halten echt gut, auch wenn ihr kein Haarspray verwendet. Und wer das eben noch mit zusätzlich Glanz haben will, kommt eigentlich nicht darum, diese Kombi zu verwenden. Weil ölbasiert wird euch zu schwer im Haar, da habt ihr kein Volumen und es ist nicht auswaschbar. Bei einer leichten Pomade habt ihr zu wenig Halt für den ganzen Tag. Es wäre teilweise auswaschbar, je nachdem, wie viel ihr verwendet. Aber dann wieder sehr glänzend, um sowas hinzubekommen und auch nicht wirklich locker. Und bei der Kombi hättet ihr nämlich dann wirklich die Auswaschbarkeit. Ihr hättet die Nachstylbarkeit und ihr könntet das Ganze modellieren, wie ihr wollt. Also glänzend oder matt. Deswegen raten wir aktuell viel zu einem Pre-Styler und dann eben mit einer Texture Cream oder mit einer ölbasierten, weil ihr da eigentlich genau alle Punkte habt, die meisten wollen. Also eben Auswaschbarkeit, Nachstylbarkeit, trotzdem eigentlich Halt für fast den ganzen Tag. Und eben Volumen beziehungsweise lockeren Sitz. Genau. Die ölbasierte Pomade oder das Finish sozusagen, egal ob ihr es mit einer ölbasierten macht oder mit einer anderen Pomade, ist einfach, da müsst ihr nicht wirklich einarbeiten, das schmiert ihr einfach oben drauf. Ihr wollt ja auch nur das Finish haben, also das Glanzfinish. Und wenn ihr es eben nicht ganz so ordentlich einarbeitet, dann kriegt ihr es am Ende auch einfach wieder raus. Und wie ihr seht, nimmt die ölbasierte schon ein bisschen Volumen raus und vor allem die Flyaways weg. Aber man kann sich das eben eigentlich wieder so hinbauen, wie man das braucht. Genau, und dann hättet ihr eben, wie gesagt, so einen lockereren Slickback mit Glanz. Je feiner die Haare sind, desto weniger Struktur habt ihr einfach drin. Das ist immer das Schwierige. Also wenn ihr nicht die richtige Haarstruktur habt, dann bringen auch die besten Produkte nichts. Also wie ihr seht bei mir, deswegen habe ich auch immer bei fast allen Videos die gleichen 2 Frisuren, also entweder Slickback oder ein Seitenscheitel oder eine Tolle, aber immer mit Kamm gekämmt, weil bei mir auch einfach nicht viel anderes funktioniert. Also um wirklich andere Frisuren zu machen, bräuchte ich quasi eine andere Haarstruktur und dann müsste ich mir eine Dauerwelle machen lassen oder ich müsste mit einem Diffusor vielleicht arbeiten, aber auch da wird es nicht lange halten. Das heißt, ihr müsst immer schauen, was ihr für eine Haarstruktur habt, um dann zu gucken, was ihr damit macht. Also wie ihr seht, ist es halt bei mir immer tendenziell dann trotzdem eher anliegend, aber ihr könnt, wie gesagt, das Ganze eben auch hocharbeiten und mit so einer Texturcreme funktioniert das Ganze dann wieder ein bisschen lockerer, aber grundsätzlich für alle, die eben Glanz haben wollen, wäre das somit die beste Lösung. Und dann wäre das eben so ein lockerer Slickback mit Volumen. Ich hoffe, dass es euch geholfen hat, das Ganze zu sehen, dass ihr eben das Ganze Stück für Stück einföhnen müsst. Von allen Seiten mal schauen, wie ihr es eben föhnen müsst. Das Ganze, ich hätte jetzt eigentlich auch noch länger gebrauchen können, um das Ganze ein bisschen ordentlicher zu machen. Und dann eben könnt ihr dann auch das Ganze so lassen, wenn es euch locker, voluminös passt und ihr die abstehenden Haare euch nicht stören sozusagen oder ihr es sogar wollt, dass es ein bisschen aufgebauscht ist, dann könnt ihr auch nur mit dem Pre-Styler arbeiten. Und fürs Feintuning, wenn ihr da noch feintunen wollt, könnt ihr eben mit einer Texturcreme arbeiten, mit einer wasserbasierten sozusagen oder für Glanz mit so einer Superlight drüber. Ich hoffe, dass es euch weitergeholfen hat. Wenn nicht, schreibt gerne in die Kommentare, wo ihr noch Hilfe braucht oder was wir sonst noch erklären können und dann helfen wir euch gerne weiter. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video und bis dahin sage ich Servus.